Herzlich willkommen bei der Dialekte-Hotline. Mit welchem Dialekt kann ich Ihnen heute helfen? Mit Fränkisch bitte. Gerne. Einen Moment, ich verbinde Sie. Grüß Gott, ich bin die Anna, ich bin 26 Jahre und komme aus Fett, das ist direkt neben Nürnberg. Ich bin Studentin und Erber im Marketing und wie du es vielleicht schon gehört hast, liebe Rahel, ich red Fränkisch. Hallo Anna, es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Ich habe vieles verstanden, aber nicht alles. Kannst du es noch mal kurz auf Hochdeutsch sagen? Na klar, ich bin die Anna, ich bin 26 Jahre alt, ich komme aus Fürth in Franken und Franken ist eben ein Teil von Bayern. Ich bin aktuell noch Studentin und arbeite im Marketing und ich rede Fränkisch. Was würdest du sagen, ist denn das Besondere am Fränkischen, so aussprachetechnisch? Ich werde immer sofort an meinem rollenden R erkannt. Also wir rollen das nicht im Rachen, sondern eben am Gaumen quasi. Also man packt die Zunge hinter die Schneidezähne und dann rollt man quasi. Wie würdest du meinen Namen sagen? Rahel. Oh ja, da ist das rollende R. Und was ist neben dem rollenden R sonst noch besonders? Bei uns gibt es auch keine harten Konsonanten, also quasi kein T, kein P und auch meistens kein K. Also wir sagen zum Beispiel Traktor und nicht Traktor. Traktor, also mit D quasi. Und im fränkischen Dialekt gibt es auch ganz oft Verniedlichungen. Also zum Beispiel Wackerla, Busserla, Gaggerla. Wo wird denn dein Dialekt überall gesprochen? Vor allem in Mittelfranken. Im Fränkischen ist es tatsächlich so eine Sache. Wir reden nicht alle gleich in Franken. Es gibt Ober-, Unter- und Mittelfranken und da reden wir eigentlich schon wieder komplett anders. Also teilweise gibt es schon von Dorf zu Dorf unterschiedliche Laute und Wörter. Was wäre denn ein fränkischer Satz, der mir im Alltag weiterhilft? Also in Franken sagen wir nicht, das ist mir egal, sondern in Franken sagt man, das ist mir verwurscht. Das ist mal verwurscht. Das am besten noch. Das ist mal verwurscht. Ja. Was heißt Fei? Das ist eigentlich so ein Füllwort. Das heißt sowas in der Art wie wirklich oder aber. Also man verstärkt damit quasi eine Aussage. Wie sagt man denn Hallo auf Fränkisch? Grüß Gott oder Servus. Grüß Gott, das heißt auf Hochdeutsch quasi Grüß Gott. Wie würde ich denn jemandem ein Kompliment auf Fränkisch machen? Mit Komplimenten haben wir es nicht so. Also bei uns gibt's nur passt schon. Passt schon. Also wenn du beispielsweise ein ganz schönes Kleid anziehst und deinen Freund fragst, und wie sieht es an mir aus? Dann würde dein fränkischer Freund sagen, passt schon. Passt schon ist dann schon das höchste aller Gefühle, ja? Genau, das ist das höchste Lob für einen Franken. Wenn ich jetzt irgendwas richtig verbockt habe, ne? Was würdest du da sagen? Suadoldi. Hä? Su adoldi. Also auf Hochdeutsch so ein Idiot. Wenn ich ganz dringend aufs Klo muss und die Toilette suche, was würde ich da sagen? Allmächtner, ich muss schiffen, es pressiert. Allmächtner, ich mo schiffen, es pressiert. Ja, das war richtig gut. Passt schon. Also es pressiert heißt quasi, es ist ganz dringend und ich muss schiffen heißt, ich muss aufs Klo. Und wie verabschiede ich mich auf Fränkisch? Ade oder manche sagen auch wieder das Adela mit dem schönen La. Oder Servus kann man natürlich auch immer sagen. Adela. Das finde ich schön. Was ist denn dein Lieblingswort auf Fränkisch? Super schön finde ich den Dusel. Also du hast aber einen Dusel gehabt. Kannst ja gleich mal raten, was das heißt. Glück. Ja, Glück? sehr gut. Dusel habe ich schon mal gehört. Und welchen Satz sollte denn jede im Fränkischen können? Franken ist da, wo die Hasen Hosen hasen und die Hosen Husen hasen. Kannst ja mal nachsagen. Franken ist da, wo die Hasen Hosen haben und die Hosen Hasen haben. Nein, Nicht so ganz. passt nicht. Was soll das denn heißen? Franken ist da, wo die Hasen Hosen heißen. Also wir sagen zu den Hasen Hosen. Und eine Hose ist eine Huse. Also Hosen sind die Husen bei uns. Anna, ich glaube, ich bin bereit für die Dialekte-Challenge. Sag mir einen Satz, den ich auf Fränkisch lernen soll. Am besten ohne R. Da, die Dotten, je.
Do, Daddy, die Docken, die. Dotten. Da? Also nicht Docken, sondern Dotten mit D-O-D-D-N. Do, Daddy, die Dotten, hi. Okay, was heißt das? Da, also dort, Dad, Täte, ich, die Dotten, die Torte, hinstellen. Hi. Da würde ich die Torte hinstellen. Ja. Danke, dass du mir ein bisschen Fränkisch beigebracht hast. Ade. Adela. Das war die Dialekte-Hotline Fränkisch mit rollendem R bei manchen. Und mich würde jetzt noch interessieren, welches euer Lieblingswort auf Fränkisch ist. Schreibt es mir gern unten in die Kommentare. Bis zur nächsten Dialekte-Hotline. Adela. Ich verstehe das nicht mit dem R, ne? Ach.